schreiben das Jahr 2021. Das Geldsystem steht kurz vor seinem Zusammenbruch. Die Herren des Geldes versuchen, die Aufklärung zu unterdrücken und die Massen abzulenken. Genauso wie vor 90 Jahren. Dieses Mal wollen sie das Geld mit einer digitalen Währung ersetzen, die sie komplett kontrollieren können. Dadurch könnten sie zukünftig jeden einzelnen Bürger erpressen. Aber wer will denn in so einer Welt leben? Wir alle sehnen uns nach einer finanziellen Unabhängigkeit und nach einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Wie viele Vorfahren haben für diesen Traum ihr Leben gelassen? Ich denke an den Matrosenaufstand von 1918 und ihren Heldenmut. Ich denke an den Mauerfall von 1989, wo wir ohne jegliche Gewalt ein ganzes Wirtschaftssystem umwälzen konnten. Ein ganzes Wirtschaftssystem. Wie kann ich da jemals meine Hoffnung verlieren? Ich kann es nicht. Nicht solange die Erde sich dreht. Nicht solange die Erde sich dreht. Ein anderer Forscher, den ich jetzt nächste Woche porträtieren werde, der nannte das ein Meme-War. Also, dass wir im Prinzip in einem Krieg der Ideen miteinander sind. Und es gibt mir auch so viel Hoffnung die ganze Zeit. Menschen sind sehr neugierig und wer einmal angefixt ist von wirklicher, sachlicher Information, ehrlicher, autarker Information, der wird sich diese Information besorgen und diese Information wird auch weiter kursieren. Und ich denke, dass dieser Krieg auf lange Sicht, jetzt bin ich mal sehr optimistisch, für die Gegenseite nicht zu gewinnen ist. Einfach weil wir Corona, Pandemie-Narrativkritiker, wir sind einfach jünger, wir sind hipper, wir sind sexier und wir haben die besseren Leute an Bord letztendlich. Das wird sich langfristig so durchsetzen. Die Politikwissenschaftlerin Palmo Bona von der Universität Zürich untersuchte weltweit 250 sowohl gewaltvolle als auch gewaltfreie Bewegungen im Zeitraum von 1945 bis 2006. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass der gewaltfreie und dezentrale Widerstand eine statistisch höhere Erfolgsquote aufweist. Zusätzlich erhöht er die Wahrscheinlichkeit auf eine Demokratisierung des betreffenden Landes. Und dann jeder in seinem eigenen Landkreis oder in seinem Stadtviertel Öffentlichkeitsarbeit machen. Das Gebot der Stunde ist Eigenverantwortung. Wir sind verantwortlich für das, was wir denken, nicht die Medien. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, nicht unser Chef. Wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit, nicht die WHO. Und wir sind verantwortlich für das, was in unserem Land geschieht, nicht unsere Regierung. Verweigerung. Immer, es gibt glaube ich, von Sophie Scholl einen Spruch, Zitat, dass das Schlimmste eben ist dieser Gehorsam. Dieses in Angst, ich verliere meinen Job oder sonst irgendwas. Revolution ist nicht eine Sache von Tagen, wo geschossen wird und Auseinandersetzung stattfindet. Revolution ist ein lang andauernder Marsch und Prozess um die Schaffung von neuen Menschen, die fähig sind, nicht eine Clique durch eine andere zu ersetzen nach der Revolution, sondern massenhaft Demokratisierung von unten, bewusste Produzentendemokratie entgegenzusetzen, bürokratische Herrschaft von oben. Träume sterben. An diesem Kampf habt ihr weiterzuarbeiten, in diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag. Und demokratisch sich zu betätigen außerhalb von Parteien ist für extrem viele Leute so weit weg, weil sie es nicht gelernt haben, dass wir hier quasi erst bei Null anfangen müssen. Deswegen ein freiwilliges, demokratisches Ja, sich einmischen, ja, einen Reset, wie ich das nenne, kein Reset von Klaus Schwab, sondern ein Reset. Wie wollen wir das Leben zukünftig eigentlich gestalten? Und wir brauchen weniger Globalisierung, wir brauchen mehr Lokalisierung. Die Menschen wollen sich vor Ort nämlich einmischen und ich sage, sie können es auch. Und wenn der eine etwas nicht kann, lernt er es vom anderen. Das gibt es ein bisschen klein, das nennt sich Familie. Das können wir. Daran glaube ich. Und die Politik weiß das ganz genau und sie möchte uns um diese Erfahrung bringen. Denn wenn wir diese Erfahrung mal gemacht haben, stellen wir plötzlich fest, so viel Befohlung brauchen wir eigentlich gar nicht. Das können wir ganz gut selber. Diese Arroganz der Macht, die ist grässlich und schädlich. Man hält sich die Bevölkerung in Unmündigkeit, weil logisch, die Elite fürchtet nichts mehr als eine mündige, aufgeklärte und freie Bevölkerung. Darum redet man in Deutschland die direkte Demokratie immer so schlecht. Klar ist sie riskant. Riskant heißt einfach da, dass Dinge durchkommen, das Volk etwas anderes will als die Regierung. Ja, liebe Bundesregierung, ich sag mal, es war schön mit euch. Ich glaube nicht, dass ihr noch lange da
in dieser Form existieren werdet. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland in dieser Form weiter existieren wird. Ich glaube, das wird sich in diesem Jahr alles ziemlich wandeln. Ich weiß, ihr werdet die Wahlen versuchen zu verschieben mit all euren Tricks, aber auch das wird nicht klappen, weil die Bevölkerung wacht auf und wir sind mehr und wir werden laut. Ich interviewe jetzt die ganze Generation junger Regimekritiker, die jetzt am Start sind. Ich meine, wir sind jetzt erst 10 Monate nach Beginn dieses kollektiven Traumas. Das heißt, die brauchen auch eine Weile, um sich aufzustellen, diese parallelen Netzwerke und Flaggschiffe und so weiter. Und da kommt jetzt, nachdem quasi so die ganze Querdenkerbewegung durch ist, eine junge Generation von Künstlern und Wissenschaftlern, Forschern ans Werk, die einfach ihr ganzes Leben noch vor sich haben, die keinen Bock haben, in so einer neuen Normalität zu leben, die von alten, paranoiden, megalomanen Männern gesteuert wird. Ich gehe davon aus, dass der Mensch nicht dazu verurteilt ist, dem blinden Spiel der Zufälle in der Geschichte unterworfen zu bleiben. Er kann die Geschichte selbst in die Hand nehmen. Er hat sie schon immer gemacht, er hat sie bloß noch nicht bewusst gemacht. Und jetzt muss er sie endlich bewusst machen und unter Kontrolle nehmen. Dieses Mal gibt es viele ruhige